Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute zeige ich dir, wie du ein super einfaches und wunderschönes Stirnband stricken kannst. Dieses ist doppellagig, damit meine Ohren auch bei eisigem Wind perfekt geschützt sind. Egal, ob du es für dich selbst machst oder als Geschenk, dieses Stirnband ist ein echter Hingucker. Ich habe mein Stirnband an einem gemütlichen Nachmittag angefangen und es tatsächlich noch vor dem Schlafengehen fertig gestrickt. Wie du siehst, es sieht nicht nur toll aus, sondern es hält alles warm, was warm bleiben soll. Und das Beste, in nur ein paar Stunden kannst du es auch stricken. Perfekt für ein schnelles Nachmittagsprojekt. Bevor wir loslegen, schauen wir uns die Materialien an. Du brauchst dafür nur eine Knäuel von dem Mamboshi Alpaka. Außerdem brauchst du passende Stricknadeln. Ich benutze hier Nadeln in Größe 6. Du kannst das Stirnband mit Rundstricknadeln stricken oder auch mit einem Nadelspiel. Das kannst du dir aussuchen. Das Stirnband wird nämlich in Runden gestrickt. Ich stricke also so einen Schlauch und wenn das Stirnband dann lang genug ist, dann werden die Enden so zusammengenäht, dass vorne ein wunderschöner Twist entsteht. Und wie das alles ganz genau geht, das zeige ich dir jetzt. Also, hol schnell deine Stricknadeln und etwas Wolle und stricke gleich mit mir mit. Ich schlage jetzt 36 Maschen an. Das ist übrigens jetzt wieder der klassische Kreuzanschlag. Wie du sicher schon weißt, beginne ich mit diesem Maschenanschlag die meisten meiner Projekte. Und wenn dir das jetzt zu schnell geht, dann schau dir die detaillierte Anleitung zum Kreuzanschlag in meinem anderen Video an. Ich verlinke dir das Video in der Videobeschreibung. In meiner Videobeschreibung findest du auch ganz viele andere Informationen, wie zum Beispiel welche Wolle oder Stricknadeln ich verwende oder auch den Link zur schriftlichen Anleitung. Ein paar Maschen habe ich noch zum Anschlagen und wenn du bereits mit deinen 36 Maschen fertig bist, hast du ja jetzt schon einen freien Daumen, um mir einen Daumen hoch zu geben. Über den kleinen Klick freue ich mich riesig und es hilft mir und meinem Kanal wirklich weiter. Ich ziehe mein Seil ungefähr bei der Hälfte der Maschen raus, so lassen sich mit einer langen Stricknadel auch kleine Runden stricken. Das ist die Magic Loop Methode. Auch die verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Mein Maschenmarkierer, der zeigt mir den Anfang der Runde immer. Also 10 Maschen rechts stricken, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann stricke ich 2 Maschen links. 1, 2. 2 Maschen rechts. Ein zweites Mal 2 Maschen links. Zwei Maschen rechts. Und jetzt muss ich schnell das Seil nachziehen. Und weiter geht's. Ein drittes Mal 2 Maschen links. Zwei Maschen rechts. Und ein viertes Mal 2 Maschen links.
Die restlichen Maschen der Runde, die stricke ich rechts. Das sind insgesamt 12 Maschen, wenn ich mich nicht verstrickt habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und diese Runde wiederholst du so oft, bis dein Stirnband lang genug ist. Der Schlauch ist sehr dehnbar, deswegen stricke ich es ca. 4 cm weniger als der Kopfumfang. Das Stirnband sollte nämlich nicht vom Kopf rutschen. Mein Stirnband ist für einen Kopfumfang von 55 cm und deswegen ist mein Schlauch nun ungedehnt 51 cm. Na, sieht man das? Jetzt. 51 cm lang. Und nun kann ich mit den Abketten und dem Zusammennähen beginnen. Ich kette mein Stirnband ganz normal ab. Eine Masche rechts, die nächste Masche rechts und die erste über die zweite ziehen. Die nächste Masche rechts und wieder drüber ziehen. Und so geht es nun weiter, Masche für Masche, bis dann am Ende nur mehr eine Masche übrig ist. Den Endfaden abschneiden und durchziehen. Und nun kann ich meinen Schlauch zusammennähen. Ich schaue drauf, dass das Muster schön mittig liegt. Und dann nähe ich mit wenigen Stichen den Schlauch einmal so zusammen. Das mache ich deswegen, damit mir dann beim nächsten Schritt einfach nichts verrutscht. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Und jetzt kommt unser wirklich letzter Schritt. Das Stirnband liegt noch immer mit der Vorderseite, also mit dem Muster, nach oben vor mir. Ich nehme mir die linke Seite und forme mir ein C. Mit der anderen Seite, also mit der rechten Seite, mache ich das verkehrt herum. Und jetzt stecke ich beide Seiten ineinander. Es ist übrigens egal, ob du so oder so steckst. Und das kann ich jetzt zusammennähen. Ich schaue drauf, dass ich bei jedem Stich alle 4 Lagen erwische. 1, 2, 3 und 4. Zwei, 3 und 4. Ich bin hier recht genau, damit das am Ende auch wirklich gut ausschaut. 4. Rauf.
und runter. Rauf. Und jetzt drehe ich das Ganze nochmal zurück, damit mir auf gar keinen Fall irgendwas aufgeht. Hier mache ich am Ende übrigens einen Knoten zur Sicherheit. Und ich vernähe anschließend die ganzen Garnenden. Siehst du, wie toll das aussieht? Es schmiegt sich perfekt an deinen Kopf und die doppelte Lage schützt deine Ohren optimal vor Wind. Perfekt für einen Abendspaziergang oder deine täglichen Erledigungen in der Kälte. Und das Beste, du hast es in nur wenigen Stunden selbst gemacht. Schreib mir doch in die Kommentare, wie dir das Stirnband gelungen ist und wie lange du gebraucht hast. Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse und wenn du noch mehr tolle Strickideen haben möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Andrea.